Er guckte sich mein Zungenbändchen an und sagte, ah ja, alles klar. Ich mache mal einen Test. Und dann wurde mir natürlich auch schon wieder Angst und Bange. Ich so, ja, worauf denn? Auf Sklerodermie hat er, glaube ich, gesagt, aber ich habe es in dem Moment gar nicht richtig geschnallt. Ist eine ganz fiese Krankheit. Ich wünsche es Ihnen nicht. Liebe Maike, herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich so, dass ich heute mit dir über ganz spannende Themen sprechen darf. Aber bevor ich zu viel verrate, stell dich doch kurz vor, wer bist du und wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja, Priscilla, vielen Dank für die Einladung. Ich bin dir sehr gerne gefolgt. Ich bin Maike, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Deutschland, habe 2 Kinder und einen Mann und eine chronische Krankheit. Und das schon meine Krankheit ist bekannt seit 2016, habe ich einen Namen dafür. Die Symptome habe ich aber schon, ich sag mal, seit 2011. Minimum. Ne, da ist es so schrittweise aufgetaucht. Ja. Genau, achso, ich bin 42. Ja, schön. Ja, und du hattest mir eine E-Mail geschrieben Genau. mit dem Namen deiner Autoimmunerkrankung und ich kann sie auf keinen Fall aussprechen. Kannst du sie für mich aussprechen, bitte? Ja, der Vor- und Zunahme meiner Krankheit ist diffuse systemische Sklerodermie. Ich kann es selber nicht. Und es gibt Sklerodermien, die sind auf bestimmte lokale Stellen am Körper begrenzt, aber meine betrifft halt das ganze System. Genau. Ja. Das ist halt die Krankheit, das ist halt eine es ist eine Störung im Kollagenabbau, sodass sich das Kollagen, was im Körper gebildet wird, halt nicht abbaut, sondern eher wahrscheinlich noch zusätzlich aufbaut. Und man hat auch ganz viel Entzündung, wie es bei chronischen Erkrankungen nun mal ist, Entzündung im Gewebe, im Körper. Und genau, bei mir ist die Lunge auch schon betroffen. Also ich habe eine Lungenfibrose. Damit lebe ich aber eigentlich sehr gut. Ich habe es gar nicht gemerkt bisher. Also was ich merke ist, wenn ich Treppen steige oder wenn ich laufe und dabei rede, bin ich schon ein bisschen außer Puste. Aber dass ich jetzt sage, es hat mich so dermaßen gestört, das kam ja schleichend, da merkt man sowas eigentlich nicht, ne? Ja. Wow, also du hast seit 2011 die Symptome und erst 2016 hast du dann die Diagnose bekommen. Also das ist auch wieder ein mega langer Suchweg, wo man einfach denkt, was stimmt nicht mit mir? Was war so der erste Moment, wo du gemerkt hast, irgendwas läuft schief, irgendwas ist nicht richtig? Also ich habe 2011, muss ich dazu sagen, ist meine Tochter geboren. Bis dahin dachte ich immer, ist alles, so geht es mir gut. Die Schwangerschaft war auch super, ich habe mich super gefühlt. Und als sie dann auf der Welt war, hatte ich diese Kraft nicht, mit ihr spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, es gab so viele Male, wo ich am Fenster stand und meiner Mutter gewunken hat, wie sie mit meinem Baby die Straße dann rauf und runter gegangen ist, weil ich einfach nicht konnte. Und ich habe damals immer gedacht, ach ja, du bist ja in der Nacht oft wach, du stillst ja, das ist ja alles irgendwie natürlich, so geht es anderen Müttern auch, das ist die Belastung. Und habe so gelebt. Und dann war ich 2013 schwanger mit meinem Sohn. Also das waren dann so die Symptome. Dann hatte ich aber auch in der Phase, bin ich dann auch zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich bin so sehr müde. Dann fing es an, also ich sage mal so, ich habe die Symptome seitdem, würde ich sagen, dass es da losging. Und ich war dann auch beim Endokrinologen und habe die Schilddrüse untersuchen lassen. Da hatte ich dann eine extreme Unterfunktion, habe dann Tabletten auch genommen. Und 2013 ist dann mein Sohn geboren. Und da fing es dann richtig an. Also es ist ja auch bekannt, dass gerade so hormonelle Umstellungen und Geburten oder Schwangerschaften ja auch triggern können. Und ich glaube, dass das einfach bei mir auch passiert ist, ne? Dass ich 2013 dann, als mein Sohn ein halbes Jahr alt war oder als er 3, 4 Monate alt war und man anfing halt Brei zu füttern, konnte ich den Löffel nicht mehr hochheben. Mein Arm, ich hatte diese Kraft gar nicht und ein Breilöffel wiegt ja nicht viel. Ich konnte nicht mehr föhnen. Also ich konnte, aber ich musste so oft unterbrechen oder die Fläschchen spülen. Das hat mich alles komplett überfordert. Und da habe ich gedacht, okay,
irgendwas läuft jetzt hier ganz schief. Und dann habe ich damals gedacht, ja, das ist eine Überforderung, eine Überarbeitung. Ne, so, man versucht sich ja irgendwie das alles noch schön zu reden, dass das normal ist und jetzt einfach mal so ist ein Zeitraum. Und dann war ich bei meiner Ärztin und die hatte dann so ein bisschen Rheuma im Verdacht, auch weil mir die Gelenke an den Händen, an den Fingern wehtaten. Und die hatten mich dann irgendwann, als wir, Ende 2013, da war mein Sohn ein halbes Jahr alt, da sind wir umgezogen. Und ich habe auch ganz viel mit renoviert und ich bin halt auch einfach so eine Macherin. Ich kann da auch nicht sitzen und sagen, mir geht es zwar nicht gut, aber jetzt macht ihr mal, sondern geh weg, ich packe das selber an, ich mache das jetzt. Und ja, und das war dann vielleicht auch einfach noch on top zu viel, weil dann bin ich hier echt zusammengebrochen. Ich konnte nicht mehr vom Boden aufstehen, wenn ich morgens die Kinder fertig gemacht habe. Wir waren im Spielzimmer zum Spielen. Ich wollte aufstehen und ich habe geweint. Ich sage, ich kann nicht mehr aufstehen. Und ja, dann hat mich meine damalige Ärztin in die Rheuma-Klinik geschickt. So, ich sag mal, so fing es dann quasi an, die Suche, ne? Da ging es dann los. Und das ist auch so ein Schock, weil du bist Mama geworden, hast zwei kleine Kinder, diese Verantwortung, man hat so große Träume und Wünsche, hat sich das vorgestellt, wie das Familienleben wird und dann ist das alles überhaupt nicht möglich. Das muss ein enormer Schock gewesen sein, auch für dich in dieser Zeit. Ja, also es war ja so relativ schleichend, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so traurig. Du sagst es genau, weil das ist die schönste Zeit im Leben, Mutter zu sein und das alles zu genießen. Ich habe es zwar immer, weil ich immer schon dachte, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich bin auch heute noch so, dass es manchmal meine Kinder auch, glaube ich, nervt. Ich sauge auf, ne? Ich sauge die Momente auf, ich sauge die Stimmung auf. Weil ich damals nicht wusste oder als ich dann die Diagnose hatte, dachte ich dann, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch leben werde. Ja. Weil die Lunge schon betroffen war und das kann ja dann, ich hatte auch eine sehr aggressive Form. Es hätte ja auch ganz schnell in eine falsche Richtung gehen können. Ne? Und ja, da bin ich dann auch so ein bisschen sentimental irgendwie, dass ich dann wirklich auch, aber ich muss sagen, mein Mann, der ganz toll ist, der hat mich da immer wieder auch rumgerissen und mich auch gar nicht so trauern lassen. Ne? Oder mich gar nicht versacken lassen in so ein tiefes Loch oder so. Also wir haben immer auch gesagt, irgendwann gibt es was. Irgendwann wird es was geben, auch wenn es jetzt noch nicht der Stand der Medizin ist, aber irgendwann kommt etwas. Ne? Man hat immer positiv irgendwie geschaut. Ne? Klar gab es Momente, die nicht so schön waren, aber im Grunde hat man immer positiv gedacht, ne? Was ja auch am wichtigsten ist, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Glaube Berge versetzen kann. Oh ja. Ne? Ja, und in der Rheuma-Klinik war ich dann, wie gesagt, wurde ich dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt und da waren aber die bestimmten Titer, also diese ANA-Titer, die für meine Krankheit, die der Krankheit quasi den Stempel geben, die waren da wohl noch nicht nachzuweisen. Und dann hat man halt gesagt, ja, Sie haben was, aber wir wissen nicht genau. Ist ja immer sehr schön für den Patienten. Man hat mich dann quasi mit der Diagnose unspezifische Kollagenose nach Hause geschickt, was ja im Grunde auch irgendwie so eine Weichteilrheuma-Geschichte ist. Ach so, eine spannende Situation hatte ich noch in der Klinik, weil du es gerade sagtest, dass man dann als junger Mensch dann auch so hingestellt wird, so jetzt hast du das und sieh zu. Ne? Und die Ärzte lernen ja nun mal leider nicht, Empathie oder Mitgefühl zu geben, den Patienten zu sagen, Mensch, ich weiß, das ist jetzt ein Hammer, aber irgendwie oder auch positiv zu denken. Ich finde, ganz viele Ärzte verpassen das einfach zu sagen. Also es wird so viel ausmachen, wenn dieser Gott in Weiß, den ja viele Menschen noch als denjenigen sehen. Ich bin mittlerweile drüber. Für mich ist das nicht mehr so. Aber es würde so viel ausmachen, wenn die Ärzte sagen würden, das sieht schlecht aus, das Papier sagt das und das, aber das muss nicht so bleiben. Und Sie sind daran beteiligt, Sie können da was machen. Und ich hatte die eine Situation, dass ich auf meinem Plan in der Klinik stand halt drin, 13 Uhr Gruppengespräch Fibromyalgie. Und damals habe ich das noch nie gehört. Ich konnte das weder aussprechen, noch wusste ich, was das war. Bin dann dahin und dann saß ich da in einer Gruppe von
Frauen so ab 50. Und ich bin da so mitgelaufen erst, weil ich gar nicht wusste. Ich sage, was ist das denn hier? Und was ist das für eine Krankheit? Ja, so und so. Und hast du das und so? Ja, das ist so sehr schmerzempfindlich. Berührungsschmerz ist das und so. Ich so, ja, mir tat auch alles weh. Also mir tat das Gewebe weh. Ne, wenn man mich angefasst hat oder wenn ich mich angefasst habe, das war schmerzhaft. Und habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hast du das hast du jetzt. Da hatte ich, wie gesagt, da wusste man, war man ja noch auf der Suche. Und dann saß ich dann da und da war da eine ganz empathielose Psychologin, die mir dann an den Kopf geknallt hat, ja, das ist jetzt so, da müssen Sie jetzt mit leben. Weil ich gesagt habe, eben das, ich sage, ich bin eine junge Mutter, ich habe ein Kind vom halben Jahr. Ich sage, was bedeutet das denn jetzt? Ne? Ja, das ist jetzt so, leben Sie jetzt mit, ist nicht zu ändern. So. Und Ihr Leben, genau, sie sagte noch zu mir, Ihr Leben wird sich jetzt von Grund auf ändern. Und das hat sich ja nicht angehört, als würde es jetzt toll werden. Ne? Und ich habe da gesessen, habe die angeguckt, ich habe losgeheult und die Frau neben mir, die hat nur meine Hand genommen und hat gesagt, so schlimm ist das nicht. Ne? Und ja, ich bin dann raus aufs Zimmer, habe meinen Mann angerufen. Der ist zu mir gefahren, der ist noch geblitzt worden, weil der so schnell war. Und ja, bin ich erstmal auch in mich zusammengesunken. Ne? Bis ich dann die Ärztin darauf angesprochen habe. Ich hatte nachmittags noch mal ein Gespräch bei ihr und dann sagte sie, wieso sind Sie denn in dieser Gruppe gewesen? Da habe ich Sie gar nicht eingeteilt. Da ist wohl jemand in der Zeile verrutscht. Ja, und das sind Fehler, wir sind alle nur Menschen, das kann passieren. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, wenn ich ein labilerer Mensch gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch direkt aus dem Fenster gesprungen. Ne? Vielleicht dafür nehmen sich andere Leute das Leben. Wenn man so eine Odyssee hinter sich hat und man bekommt gesagt, du kannst das Leben, was du bisher geführt hast, nie wieder so führen. Das ist schon schwierig. Das ist sehr schwierig. Ja, und ich bin froh, dass wir schon viele Menschen mit Fibromyalgie hier auch hatten. Und ich hatte unter anderem ja auch die Diagnose und konnte es überwinden. Und ich denke, es ist genauso, wie du sagst, der Glaube versetzt Berge. Es ist so wichtig, dass man genau in der Zeit der Diagnose, dass da sehr viel möglich ist, auch von ärztlicher Seite, dass man sagt, das ist eine Momentaufnahme, aber der Körper ist ja nie gleich. Es ist ja alles im Prozess und im Wandel. Ja. Oh wow, ja, das ist eine Hammergeschichte. Ja, aber es geht ja noch weiter. Ich bin ja dann aus der Klinik raus mit der Diagnose unspezifische Kollagenose und habe dann so gelebt. Ich habe so getan für mich, als wäre ich nicht krank. Also ich war ja nur bei meinem Hausarzt dann, hab den Arzt auch gewechselt damals und hatte immer wieder natürlich irgendwie bestimmte Symptome und Schmerzen und so Sachen, mit denen war ich halt beim Arzt und der hat halt zu mir gesagt, ja, Sie sind ja nicht wirklich gesund, aber ne, wir wissen ja nicht genau und so habe ich so mein Leben gefristet und es war okay, gab gute und schlechte Tage, ne? Und dann bin ich irgendwann zu meinem Hautarzt, einfach aus einer Routine, weil ich trockene Hände hatte. Ne, meine Finger gucken, was auch typisch für die Krankheit ist, man sagt auch Rattenbisse, entwickelt man, weil die Durchblutung halt so schlecht ist, dass ich hatte eine Verletzung, ich hatte mich an einer Heißklebepistole verbrannt. Und diese Verbrennungen, die sind nicht mehr zugewachsen. Also ich hatte permanent eine offene Stelle, es hat sich eine Kruste gebildet und es ist wieder aufgewesen. Also es war schwierig und auch meine Daumen, die waren so rissig und spröde und dass ich einfach dachte, ich muss zum Hautarzt, der muss mir eine spezielle Salbe verschreiben. Und ich habe ihm meine Hände gezeigt und der guckt mich an und sagte, ja, ich stelle Ihnen mal so ein paar Fragen. Unter anderem ist Ihr Zungenbändchen verkürzt. Und da habe ich damals gedacht, ja, ich hatte vorher auch viel gehustet. Es war Winter, es war eine Erkältungszeit. Ich war ständig krank. Ich hatte alle 3 Wochen lag ich irgendwie flach, weil es mir wirklich nicht gut ging und ich wirklich nicht mehr konnte. Ich hatte nicht ein Hüsterchen, sondern ich konnte nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, es ist natürlich, weil durchs Husten die Zunge reibt an den Zähnen und dann ist es halt gereizt. Er guckte sich mein Zungenbändchen an und sagte, ah ja, alles klar. Ich mache mal einen Test. Und dann wurde mir natürlich auch schon wieder Angst und Bange. Ich sage, ja, worauf denn?
Auf Sklerodermie hat er, glaube ich, gesagt, aber ich habe es in dem Moment gar nicht richtig geschnallt. Ist eine ganz fiese Krankheit. Ich wünsche es Ihnen nicht. Oh nein. Ja, und dann stehst du wieder da und denkst, okay, ich schluck das jetzt, weil mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und dann wollen wir mal sehen. Ja. 2 Wochen später rief er mich dann an und hatte mir leider dann gesagt, so, Sie haben dann diese Krankheit. Da hat er das Wort fies dann weggelassen, aber es ist so, ich bin ihm unendlich dankbar, dass er es überhaupt so, also in dem Moment sofort gesehen hat und rausgefunden hat und mich darauf getestet hat. Ne? Deswegen, ja, wie gesagt, die Ärzte sind halt, Empathie lernt man halt leider nicht im Studium, ne? Das steht halt nicht auf dem Plan und dann geht das vielen halt einfach ab. Das ist so. Mhm. Ja, und aber von diesem Moment an, sage ich mal, haben auch ganz viele zu mir gesagt, boah, sei doch froh, jetzt weißt du endlich, was du hast. Geht so. Ne? Also natürlich war ich ja froh, dass das Kind einen Namen hatte, aber das Kind gefiel mir halt nicht. Also das war ein großes Kreuz, was ich da tragen sollte. Ne? Und dann habe ich natürlich, als er das sagte, ich bin ins Auto und habe sofort gegoogelt, ne, was ist das jetzt? Ne? Und bin dann auf so 1, 2 Seiten, die jetzt nicht ganz so schlimm waren, muss ich gestehen. Aber es hat mir trotzdem Angst gemacht, ne? Weil man ja nicht wusste, wie weit wird dein Leben beeinträchtigt? Was kannst du noch? Wirst du in 2 Jahren im Bett liegen? Und was ist da der Beschrieb davon dann, den du gelesen hast, so in etwa zusammengefasst? Also das, wie gesagt, das erste Video, was ich damals gesehen habe, das war relativ nett gemacht. Das war irgendwie wie so ein Comic gezeichnet. Und dann hieß es, ja, die Frau so und so hat Sklerodermie und das heißt, sie muss sich öfter mal ausruhen und kann ihre Hände nicht mehr genau richtig benutzen, weil die Krux, irgendwann ist das so, dass die Hände halt steif werden, die Finger. Ne? Also es gibt ganz viele Patienten, die die Hände gar nicht mehr biegen können. Also ich kann einen Faustschluss machen, aber es ist halt schon unangenehm. Meine Hände sind auch geschwollen. Ich habe hier auch, die Haut ist nicht dehnbar. Das ist halt alles so dieser Prozess. Ne? Das ist halt, erst schwellen die Hände an und irgendwann, wenn du über so einen bestimmten Punkt bist, werden diese Hände und die Finger auch ganz, wie sagt man, so Marienstatus ähnlich, dass die so ganz filigran werden, aber du kannst sie halt nicht mehr wirklich einsetzen. Ne? Das kann alles passieren. Mhm. Aber und was sagt die Forschung bis jetzt, was die Ursache ist? Ja, da sind wir wieder bei der Autoimmunerkrankung und das kann alles und nichts sein. Die Forschung weiß nicht, was die Ursache ist, wie bei so vielen Sachen. Und da muss ich sagen, habe ich mich, nachdem ich hatte ja die Möglichkeit dann 2017, nachdem das ging ja relativ schnell. Ich bin dann 2016 in die Hautklinik gekommen, aufgrund meines Hautarztes. Der hat mich sofort da rein verwiesen, dass ein Rundumcheck gemacht wurde. Und da hatte ich dann Gott sei Dank eine ganz pfiffige Ärztin. Im ersten Jahr war ich alle 3 Monate, weil ich auch noch Infusionen bekommen habe, die Durchblutung eigentlich verbessern sollten. Hat mir nicht viel gebracht. Und ich habe damals schon gedacht, ich will das gar nicht. Das ist Chemie, die durch deinen Körper geht und im Grunde, weiß ich nicht, bringt es mir nichts. Und dadurch, dass die Haut halt auch ganz viele Entzündungen hat und ich eine ganz schlechte Durchblutung habe, sprich meine Venen sind nicht mehr vorhanden, großartig, ist es halt immer ein Riesenkampf gewesen, einen Zugang zu legen, um mir diese Infusionen zu geben. Das war einfach so schmerzhaft, dass ich immer gesagt habe, das steht für mich in keinem Verhältnis. Der Schmerz, den ich da erleide und den Benefit, den ich daraus ziehe, weil das habe ich damals nicht gehabt. Ich hatte keine Vorzüge davon. Aber dann habe ich, wie gesagt, eine Stammzelltherapie machen können, wo die Krankheit quasi richtig einmal einen auf den Latz gekriegt hat. Also ja. Ja, das sagt man, und das ist heute auch, wie gesagt, die Forschung weiß, oder die Medizin hat heute keine Lösung, aber so wie meine Ärztin mir jetzt sagte, noch Anfang des Jahres ist die Stammzelltherapie im Moment Mittel der Wahl bei der Sklerodermie.
Ne? Das heißt, also ich habe ja viele Bekanntschaften auch gemacht, ich war ja oft im Krankenhaus, habe viele auch ja, Frauen kennengelernt, die Sklerodermie haben, auch schon 20 Jahre. Da ist die Krankheit aber nicht so aggressiv gewesen wie bei mir. Bei mir ging sie ja recht schnell, recht zügig voran. Und da sind halt Frauen bei, die wirklich alle 3 bis 6 Monate ins Krankenhaus gehen und sich diese Therapie, also diese Infusion geben lassen. Ja, die lassen das dann natürlich über den Port laufen und nicht mehr über den Zugang, den sie sich jedes Mal legen müssen. Aber die sind damit zufrieden, ihnen geht's gut. Dann habe ich ihm gesagt, ja, kann ja jeder so, wie er möchte. Und wenn es ihnen hilft, ich hatte dieses Gefühl nicht, ich hatte da eine Abneigung gegen irgendwie. Ne? Und dann hatte ich, wie gesagt, die Möglichkeit, einmal die Chemiekeule zu nehmen, was damals aber für mich so der einzige Schritt war. Ich habe damals keinen Plan B gehabt. Ja. Bin ich heute froh drum. Ja. Weil hätte ich damals schon über Anthony und die ganze Ernährungsweise gewusst, wäre ich, glaube ich, im Zwiespalt gewesen. Und so blieb mir keine andere Wahl. Ich musste das nehmen, was mir angeboten wurde, so hart das vielleicht auch eine Zeit lang war. Aber ich sage, das muss ich machen, einen anderen Weg habe ich nicht. Und ich glaube, heute, manchmal ist man ja dann, ich glaube, dann hätte ich erstmal versucht und das hätte mich aber, also ich glaube an die Naturheilkunde und auch an die Ernährungswissenschaft, aber die braucht Zeit. Ja. Und die hatte ich, glaube ich, damals nicht. Genau, bei dir war es so akut und hat sich schon so schlimm manifestiert, dass du dann welche Therapie gemacht hast? Genau, das ist eine autologe Stammzelltherapie, nennt sich das. Okay. Genau, das heißt, ich habe meine eigenen Zellen, also ich wurde geboostert quasi, dass mir meine Zellen, die Stammzellen in die Peripherie, also in die Adern geschossen wurde. Ich habe jetzt keine, man kann ja auch eine Beckenkammstanze machen, um an die Stammzellen zu kommen. Das war bei mir nicht notwendig. Das wurde halt in die Venen gepumpt und dann abgefischt quasi. Die wurden erstmal irgendwie 1, 2 Wochen oder ich weiß gar nicht, eine längere Zeit schlafen gelegt und ich wurde mit der Chemo einmal komplett runtergefahren. Genau, und als es dann, ich weiß gar nicht mehr die Zeit, ich hätte damals echt Tagebuch führen müssen, weil das natürlich immer irgendwie auch im Nachhinein interessant ist, auch für andere, die das nochmal machen wollen. Ne? Ich habe damals auch den Kontakt hergestellt bekommen durch den Professor, bei dem ich war und das war ich auch super dankbar, ne? Dass man auch ungefähr weiß, wie läuft sowas ab, was für ein Zeitraum, auf was für einen Zeitraum muss ich mich einlassen und wie wo genau hast du das dann machen lassen? Bei uns in Bochum, im Knappschaftskrankenhaus in Langendreher. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das war wirklich, wenn man davon reden kann, eine schöne Zeit. Also es war natürlich kein Urlaub, aber doch, so vom Ärzteteam kann ich wirklich nur Positives sagen. Das war wirklich unter den Umständen echt gut. Schön. Ja. Genau, und nachdem ich die Zellen dann genau zurück hatte, wie gesagt, und dann zu Hause war und dann quasi mich peppeln musste, hatte ich halt so viel Zeit, dass ich dann anfing, irgendwie Dokus zu gucken und irgendwie, also Filmchen haben mir nicht gereicht, ich wollte irgendwie was und irgendwie bin ich da von einer Doku in die andere und habe gedacht, ich muss irgendwie, ja, und dann guckt man halt What the Health, ne? Damit fängt man ja so an, damit wird man so gecasht. Ich bin dann tatsächlich auch über Joe Cross gestolpert mit der Doku Fat, Sick and Nearly Dead, wo er auch selber beschreibt, ich weiß nicht, kennst du das? Ja, ich kenne die Doku. Was natürlich auch Hardcore ist, er hat ja auch selber eine Autoimmunerkrankung damit geheilt und 60 Tage nur frischen Saft getrunken. In dem Moment ging es mir ja noch nicht so toll, dass ich das hätte machen können, aber ich habe mir dann irgendwann ganz schnell zum Geburtstag einen Entsafter gewünscht und habe irgendwann dann auch 30 Tage gemacht. Wow, okay. Ja. Und zu der Sklerodermie, man hat ja immer nicht nur eine Autoimmunerkrankung, ich habe danach ja, also die... Man kriegt alles so im Doppelgeschenk oder dreifach geschenkt. Letztens mal hatte ich einen Kommentar von jemandem,
Ja, du hattest aber auch schon alles, das ist ja lächerlich. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja genau, so kam ich mir auch vor. Es ist doch lächerlich, dass ich mir alles einsammle wie ein Staubsauger. Aber so ist es tatsächlich, wie du sagst, man kriegt nicht nur eine, man kriegt einfach einen Blumenstrauß davon. Ja, man ist ja gierig. Ja, genau, man ist gierig und man hat auch nicht danach gefragt. Nein. Ja. Also bei mir war ja noch die Schilddrüse, die ich ja immer noch mitbetreuen darf. Ne? Die ist immer noch nicht, gibt immer noch nicht Ruhe. Und ich hatte damals ganz schlimm auch Rosacea. Was auch ganz lange gar kein Arzt registriert hat. Ich habe letztes Mal noch alte Bilder gesehen auf meinem Handy und habe mich auch da wieder erschrocken. Ich hatte, was für Pusteln ich an der Haut hatte und kein Arzt hat es interessiert. Trockene, schuppige und schmerzhafte Haut. Ne? Das war so richtig, ja, richtige Pusteln waren das. Und irgendwann kam eine Ärztin, das war noch vor der Stammzelltherapie, die kam so ans Bett und sagte, Mensch, Rosacea. Ich sage, keine Ahnung, aber irgendwas wird es sein. Und dann sagt sie, ja, ich schreibe Ihnen mal eine Creme auf, bliblablub. Und dann habe ich die aufgetragen, diese Creme. Und in dem Moment, als die einzog, habe ich gewusst, das hilft. Das war eine antibiotische Salbe, ne? Wo man auch gesagt hat, so, ich sage, wie lange muss ich die denn nehmen? Ja, für immer. Das kriegen Sie nicht weg. Das ist eine Autoimmunerkrankung und die geht nicht weg. Ja, nach der 30-Tage-Saftkur war sie weg und ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht. Wow. Ja, also das ist so ein großer Heilerfolg, den ich immer wieder vergesse, aber ja, was man ja wirklich auch mal festhalten muss. Ne? Das ist wirklich... Ja. Und in diesen 30 Tagen, muss ich sagen, hat sich mein Renault um 80-90% verbessert. Kannst du das Renault auch noch erklären? Genau, also Renault ist ja, also meine Hände viele Frauen haben weiße Hände. Bei mir ist das oft so, dass man sagt auf französische Flagge, dass das weiß, rot, lila wird. Ne? Bei mir, ich habe wirklich teilweise richtig dunkelblaue Hände, dass alle fragen, oh, hast du dich gefärbt? Ich sage, nee, mir ist gerade ein bisschen kalt. Ne, das ist, ja. Ist das schmerzhaft auch? Nee, ich wollte gerade sagen, also schmerzhaft nicht richtig, aber du hast halt wenig Gefühl drin. Ja. Was halt schmerzhaft ist, also ich sitze ganz oft zu Hause mit einem Wärmekissen und wärme meine Hände da dran dann, weil das ist unangenehm. Ne? Man weiß ja, wie das ist, wenn man mit kalte Finger hat und haut sich irgendwo oder was oder wenn dann gerade wieder, wenn ich in die Wanne gehe, auch manchmal, ich bin total unterkühlt und gehe dann in die heiße Wanne dann und das Leben kommt wieder rein. Das tut ein bisschen weh, ne? Weil dann alles wieder aufgemacht wird, aber das an sich tut es nicht weh, es ist halt nur unangenehm. Ne? Ja. Und nach diesem einen Erfolg mit der Saftkur, wie ging es für dich dann weiter? Ich muss mal gerade überlegen, es war 2018, glaube ich, dass ich im Sommer diese Saftkur gemacht habe. Und dann danach bin ich, glaube ich, dann auf Anthony gestoßen. Es gibt ja noch so eine dritte Variante. Also ich bin im Moment so ein bisschen in Schockstarre gewesen, weil es für mich gerade so viele Sachen gibt, die ich ausprobieren oder die ich schon ausprobiert habe, aber die ich wieder angehen wollte nach einer Phase, wo ich jetzt gar keine Kraft hatte. Und im Moment bin ich auch noch in meiner Findungsphase. Also ich glaube, dass das alles zusammen richtig ist. Und wie wir gerade sagten, die Ärzte haben noch keine Lösung. Aber ich finde, die These, die Anthony aufstellt, das ist für mich einfach so gut nachvollziehbar und so logisch, dass wir mit der Ernährung, die wir uns zuführen, die Viren füttern und dass die ganzen Entzündungen durch bestimmte Lebensmittel halt ins Brodeln kommen oder auch stillgelegt werden können. Ne? Und ich habe damals die Bücher angefangen zu lesen und dann auf einmal fielen mir wieder ein, manche Sachen, die verschwimmen ja so oder du hast das ja auch nicht immer vor Augen. Ich hatte 2008 eine ganz schlimme Epstein-Barr-Infektion. Also pfeifisches Drüsenfieber, hat mein Arzt damals gesagt. Und das war im Sommer 2008 und ich lag wirklich mit Fieber, mit Mandelentzündung richtig schlimm flach. Und mein Arzt,
Genau, doch, mein Arzt hat damals gesagt, ich habe das dann irgendwie testen lassen, irgendwie, weil das war übers Wochenende und ich konnte irgendwie, es kam der Notarzt, weil ich sagte, ich kann das nicht, ich hatte auch ganz hoch Fieber. Das war dann ein Arzt, wobei da wollte ich immer noch Beschwerde einlegen, weil er sich damit mir rumgestritten hat, ob er mir ein Antibiotikum gibt oder nicht. Und ich habe gesagt, ich habe eine eitrige Mandelentzündung. Ich sage, bitte geben Sie mir ein Antibiotikum. Nee, das wird man ja nur bei viralen Infekten machen, ein Antibiotikum, und nicht bei bakteriellen Infekten. Und ich habe damals in der Mikrobiologie gearbeitet. Und selbst wenn nicht, das weiß man ja, dass das schon, also dass bakterielle Infekte eigentlich ein Antibiotikum brauchen, wenn man es denn möchte. Hat er mir nicht gegeben, und da musste ich also bis montags warten, bin zu meinem Arzt in die Praxis. Ich weiß noch, wie ich da saß mit einer Käppi im Gesicht, und ich habe nur geweint. Ich wollte nur zum Arzt rein, weil ich so vom Husten in der Nacht auch so starke, meine Bauchdecke tat mir so weh, weil ich so starkes Husten auch hatte, und das war einfach ja, auch wieder so eine Odyssee, ein Wochenende, was man nicht braucht. Ne? Und dahinter kam halt darum, dass das wohl eine Reinfektion war. Das heißt, ich habe die Erstinfektion mit dem Epstein-Barr schon irgendwann mal durchgemacht, was mir aber gar nicht bewusst war. Das wird wahrscheinlich in jungen Jahren gewesen sein, wie es ja oft so ist. Nur diese Reinfektion hat mich dann richtig aus den Schuhen gehauen. Und das war dann eine lange Geschichte, weil ich über das Antibiotikum dann meine Darmflora natürlich irgendwie geschrottet habe und die dann auch erstmal aufbauen musste. Also ich lag wirklich 4 Wochen zu Hause und musste da mich wieder peppeln. Oh, wow. Ja. Und, ja, und das ist halt auch so eine Sache, ne, die Anthony ja sagt. Also ja, das kommt einem dann alles in den Sinn. Ja, genau. Man liest die Bücher und dann denkt man, ah ja, stimmt, das war vorher und das war vorher. Ja. Genau. Deswegen, also Leute von außen, mein Mann sagt auch immer, ach ja, dein Guru, ne? Ja, ich sage, wenn man damit nichts an der Brause hat, wenn es einem gut geht, dann natürlich befasst man sich damit nicht, weil es immer so gelaufen ist und immer geht es einem gut, und dann muss man nicht drauf achten. Aber wenn man diesen Weg einmal gegangen ist und diese Diagnosen bekommen hat, oder die Ärzte, man weiß ja, wie die Ärzte, wie ich gerade gesagt habe, die sitzen vor einem und sagen, ja, ich schreibe das eben auf, ja, ist ja episch, ne, viel Spaß und tschüss. Dann denkst du, das willst du gar nicht, das willst du nicht mehr. Du willst nicht, die sind ja nicht arrogant, die sind halt einfach nur empathielos. Aber das möchte man nicht mehr. Ne, man möchte so nicht behandelt werden, und man möchte nicht in dieser Situation sein, zu denken, mir bleibt nichts übrig, außer dieses harte Medikament zu nehmen. Das ist, ja, man ist einfach so hilflos dann. Ne? Und klar, also deswegen sage ich ja, bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin mit der Stammzelltherapie, mit der Chemo, und habe dann erst ja, von dem guten Stoff erfahren, weil sonst, ich weiß nicht, ob ich es dann hätte ich es, glaube ich, nicht, vielleicht hätte ich es dann doch gemacht, aber nicht mit so einem guten Gefühl. Ich bin damals in die Chemo gegangen und ich habe nur positiv gedacht. Ich war die ganze Zeit, habe ich mir vorgestellt, und damals, bitte? Ja, das ist auch so wichtig. Ja, wenn man sich für einen Heilungsweg entscheidet und wenn es die Chemo ist, dass man positiv reingeht und eben nicht daran denkt, oh, mein Körper ist voller Gift oder was auch immer, sondern dass man auch mental sich darauf freut. Ja, und ich glaube, hätte ich das von Anthony gewusst, dann wäre ich, glaube ich, nicht so knallhart in meiner Phase gewesen. So, die haben mir die Chemo angehangen, und ich habe mir wirklich bildlich vorgestellt, wie das Gift, sage ich jetzt mal, meine Krankheit dahin rafft. Ne? Das war richtig für mich, ich habe das richtig durchgespielt. Und das sind wiederum Sachen, die ich heute auch irgendwie seit 1, 2 Jahren jetzt erst weiß, durch Joe Dispenza und Bruce Lipton. Man kommt ja irgendwann noch auf mehr Gurus als nur Anthony. Und ja, wo ich damals unbewusst das schon so gemacht habe. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Dr. Joe Dispenza und Bruce H. Lipton. Das ist echt, das dürfen wir eben nicht unterschätzen. Und es ist ja auch genau die gleiche Sache mit der Virustheorie. Ich glaube, was wir auch nicht anfangen dürfen, ist Ängste entwickeln vor dem Virus, weil dann sind wir wieder in diesem negativen Mindset.
Wenn wir uns aber darauf konzentrieren, was Lebensmittel alles können oder eben unsere Gefühl- und Gedankenwelt, dann ja, sind wir für etwas und nicht gegen etwas. Also ich denke, überall birgt so ein bisschen es birgt die Gefahr für uns Menschen, dass wir uns gegen etwas wenden, anstatt für etwas. Und deine für etwas Entscheidung war, während der Chemotherapie zu sagen, ich bin für das Gift, die aber nur gegen meine Krankheit ist. Die ist nicht gegen mich, die ist nur gegen meine Krankheit. Und so können wir das schön steuern. Ja. Genau, das war für mich damals eine Hilfe. Ne? Also ich habe nicht gedacht, die Chemo macht mich jetzt kaputt. Ich habe wirklich gedacht, genau, die hilft mir und macht die Krankheit kaputt. Und dann geht es weiter, dann kann ich mein Leben wieder leben und ja, wieder ins Leben kommen überhaupt. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und wie lange hast du dann die Umstellung gemacht nach Anthony William und wie ging es dir damit und wie geht es dir heute? Also ich habe ein halbes Jahr, genau, ich habe angefangen, das ist glaube ich schon 2 Jahre her, 2019 habe ich angefangen dann Selleriesaft zu trinken. Und ich hatte damals das Gefühl, das beschreiben ja ganz viele, als wenn nach einem Tag schon meine Gedanken klarer waren. Also als ob wirklich dieser Brain Fog, dieser Nebel genommen wird. Das war so das Erste, was ich mir gedacht habe. Und ich habe das ja dann, also den Selleriesaft habe ich 1,5 Jahre getrunken. Also sprich, letztes Jahr im Sommer habe ich pausiert leider. Im Nachhinein ärgere ich mich da sehr, aber das war dann irgendwann, ich habe das so streng genommen damals, dass ich wusste, ich muss noch einkaufen gehen. Und wenn es 9:30 war abends, ich habe für morgen kein Sellerie. Ich habe mich da auch wirklich unter Druck gesetzt. Ne? Und dadurch natürlich wirklich jeden Tag durchgezogen. Und heute ist das so, ich habe jetzt im Februar erst wieder angefangen. Ich habe jetzt 2 Tage mal keinen gehabt. Ich versuche natürlich immer welchen da zu haben, aber wenn es jetzt mal überhaupt nicht passt und es mir gar nicht gut geht, dann sage ich mir, dann ist es halt. Morgen, dann trinkst du mal einmal nicht und dann machst du morgen wieder weiter. Ne? Also ich merke, ich bin da ein bisschen entspannter geworden. Und das war damals auch, ich hatte, wie gesagt, die Bücher gelesen oder ein Buch gelesen und mich nach Anthony ernährt, aber damals, glaube ich, auch relativ einseitig. Ein halbes Jahr wirklich. Ich habe Kartoffeln und so, also es gibt ja mittlerweile ganz viele tolle Rezepte. Das habe ich damals gar nicht benutzt. Ich habe viel Rohkost gegessen und sowas. Also es gibt ja total viele Dips, die du machen kannst und ganz tolle Sachen. Soweit war ich noch gar nicht, weil das war wieder zu zeitaufwendig. Ne? Wie gesagt, mit Familie, also mir fiel es damals überhaupt nicht schwer, mich danach zu ernähren und für die anderen alle anders zu kochen. Aber ich hätte jetzt nicht dann noch für mich auch noch so viel tiefer gehen müssen oder können. Ne? So, dann machst du hier die Dip und das wäre wieder zu kompliziert gewesen. Deswegen glaube ich, fällt es mir jetzt auch schwer, wieder reinzukommen. Mhm. Ich bereue das, aber ich weiß, es geht bald wieder los. Es wird sich bei mir ja auch noch was verändern. Da kann ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Und ich möchte auch noch was dazu sagen, Maike. Alles braucht seine Zeit. Es gibt Phasen, wo man etwas einfach nicht mehr kann und es ist okay. Und ich glaube, auch da ein Ja dafür zu finden, birgt so viel Liebe und Mitgefühl. Und du hast es immer wieder erwähnt, dass eben die Ärzte dieses Mitgefühl nicht hatten. Und ich glaube, dass wir, wenn wir unseren eigenen Arzt werden, unsere eigene Ärztin, dass wir auch unbedingt uns also zu diesem Mitgefühl oder uns dahin entscheiden, wirklich jeden Tag und sagen, auch wenn das jetzt nicht geht, seitlich mit dem Selleriesaft, es kommt gut und ich strecke mich schon mental darauf aus, dass es die Zeit wieder gibt und dass sich mein Körper auch so heilt. Also weißt du, wie ich meine, nicht immer alles abhängig von allem machen. Es ist ein Wunderkraut und ich bin ja ein großer Fan davon. Aber wenn es gerade nicht geht, dann darf das sein. Mhm. Ja. Ja, da hast du absolut recht, aber man ist ja mit sich dann oft trotzdem, ne, dass man sagt, Mensch, oder ich sage dann schon immer zu einer Freundin, ich habe auch ganz viel Gewicht zugelegt in den letzten Jahren und bin ich auch nicht glücklich mit. Ne? Und das kommt natürlich auch durch die Ernährung, weil ich habe dann jetzt vor kurzem, wann war das, vor 1-2 Monaten noch mal eine Woche eine Saftkur gemacht, weil ich immer wieder denke, es tut mir eigentlich gut.
ich weiß aber, dass eine Anthony auch, ne, nach seiner Leberreinigung den letzten Tag als Saftkur abschließt und sagt auch, es ist schon für die Leber auch eine Belastung. War ich auch so ein bisschen im Zwiespalt. Ne? Welchem Herrn diene ich jetzt? Mache ich Plan A, Plan B? Und das manchmal zerreißt es einen. Es gibt so viele Sachen, die man möchte und könnte. Und im Endeffekt ist es so viel, dass ich gar nichts mache. Ne? Meine Schwester zum Beispiel, die hat jetzt ein Jahr ganz konsequent macht sie Kalorienzählen und hat ganz tolle Erfolge. Die sieht super aus, die fühlt sich gut, alles ganz toll. Und ich rede. Ich muss abnehmen, ich muss dies machen, ich muss abnehmen, ich muss mich gesund ernähren. Ja, zähl doch Kalorien. Nein, ich muss Anthony machen, weil ich will ja richtig abnehmen und ich will das ja gesund machen. Aber ich rede seit einem Jahr und sie hat es gemacht. Auch vielleicht, wenn sie Milchprodukte isst und auch Gluten isst. Aber, ne, weißt du, irgendwie, ich muss mich gerade finden und das ist mittlerweile auch so ein kleiner Running Gag bei mir und meinen Freundinnen. Ach so, ja, morgen fängst du an, nächste Woche geht's los. Ja, klar, ne? Und es ist, und irgendwann möchte ich wirklich sagen, so, jetzt bin ich aber schon drin. Ne? Und ich weiß, dass es genauso schnell geht, wieder reinzukommen, als wenn ich stehe jetzt davor und sage, gleich springe ich rein, ich springe in diesen Kreislauf und der ist wieder rum und dann komme ich nicht rein. Aber wenn du drin bist, dann ist es wieder gut. Ja. Aber du hast vorhin auch gesagt, du spürst, dass es bald wieder kommt. Und ich denke, das ist auch schon so ein gutes Zeichen, wenn der innere Impuls schon da ist, zu sagen, nee, es zieht mich einfach dahin, weil dann kommt es aus dem Innen heraus. Es ist nicht eine Info von außen und meine Schwester hat und die machen und die hat nachgefragt, sondern es ist dieser kleine innere Funken, der zündet und dann brennst du für etwas. Und ich glaube, darum geht es schlussendlich auch. Ja, das stimmt. Ja, ich muss mich einfach auch wieder, ich habe, wie gesagt, alle Bücher hier, die stehen alle schön in der Reihe, sehen ganz toll aus, aber ich muss auch mal reingucken. Und ich glaube, das würde mich auch wieder motivieren. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt im Februar die Arbeitsstelle gewechselt, was mir auch sehr viel Kraft abverlangt hat. Ne? Deswegen waren viele Neuerungen, also zum Positiven für mich auf jeden Fall, aber das kostet auch Kraft. Oh ja. Und ne, deswegen bin ich da auch recht entspannt noch. Aber genau, du hattest mich vorhin gefragt, was ich für eine Erfahrung gemacht habe mit der Ernährung. Und ja, wie gesagt, wenn ich es jetzt erzähle wieder, dann ärgere ich mich wieder doch. Erzählst du es trotzdem? Ja, ich ärgere mich einfach, dass ich so inkonsequent bin. Ne? Aber als ich die Ernährung wirklich ein halbes Jahr gemacht habe, das war, wie gesagt, von 2019, von Januar bis zu meinem Geburtstag. Ich habe am 30. Mai Geburtstag. Das war wirklich das komplette halbe Jahr. Ich habe mich nie besser gefühlt. Ich hatte eine Energie von morgens bis abends. Ich habe es ja jetzt immer noch, wenn ich aufstehe, meine Gelenke tun mir weh. Die ersten Schritte, die sind Schmerzen einfach. Das hatte ich nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, diese Energie gehabt. Also ich habe das von morgens 6 bis abends um 11 habe ich hier geschackert und gemacht und war nächsten Tag wieder fit. Und ich habe super geschlafen und ich habe eine Power gehabt und ich habe noch Bilder, das war, wie gesagt, ich habe dann meinen Geburtstag auch groß gefeiert, weil ich bin 40 geworden damals und habe da ja leider dann ein Buffet gehabt mit ganz normalem Essen und da bin ich dann leider wieder in die alte Spirale rein. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux, aber gut, das ist jetzt so und ich werde den Weg auch wieder finden. Ja, da bin ich auch überzeugt. Total. Und es ist auch so schön, dass du die Geschichte so erzählst, weil das auch total wichtig ist. Das Leben verläuft einfach nicht stringent und wie vielen Menschen geht es so, dass irgendwelche Sachen passieren, da können äußerliche Stresse passieren oder eben eine Arbeitsstellenwechsel oder so und dann schafft man es einfach nicht. Aber das heißt ja nicht, dass alles verloren ist. Das halbe Jahr, das war ja schon so wertvoll und gerade ein Wiedereinstieg ist viel einfacher als von vorne, wenn von vorne alles neu ist. Ja. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich trinke ja jetzt auch wieder seit Februar den Saft. Und ich habe ja durch die, letztes Jahr wurde auch irgendwie nochmal ein Belastungsasthma festgestellt, was ich wirklich auch mehr gemerkt habe, wenn ich Sport gemacht habe, was ich ja
damals noch nicht konnte. Letztes Jahr im Sommer habe ich dann wirklich mal ein bisschen weich laufen. Also ich habe gewalkt, bin dann irgendwann sogar ins Joggen übergegangen und dann hieß es aber mit der Lunge, müsste man noch mal schauen, ich müsste ein Spray nehmen. Habe ich auch gemacht, wenn ich es musste. Und ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts. Genau, mit dem Belastungsasthma. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, du hast angefangen mit dem Saft, den du wieder angefangen hast. Ach so, genau, ja, genau. Und ich trinke den Saft jetzt seit Februar und ich habe wirklich das Gefühl, es hat sich schon wieder so viel verbessert, auch jetzt wieder im Februar, als ich den anfing zu trinken. Ich habe wirklich wieder, ich hatte vorher nicht das Gefühl, dass ich so einen mega Nebel hatte im Kopf, aber ich habe den getrunken am ersten Tag und habe gedacht, wow. Also es war mir nicht so schwer vorher, aber als es weg war, habe ich es gemerkt und habe gedacht, okay, es tut sich wieder was. Und es tut sich einfach was. Ich merke das und ich weiß das auch, dass der mir viel bringt, weil es ist auch für mich logisch, weil du bist ja kontinuierlich am Entgiften. Und natürlich ist es besser, wenn du dann die Ernährung auch anpasst, dass der Körper nicht noch zu viel zu tun hat oder der Saft. Aber ich glaube, das ist für mich mental ganz wichtig, dass ich ihn wieder trinken kann, dass ich weiß, ich tue schon mal was. Ne? Ich komme gleich. Ich mache nur einen Schritt nach dem anderen und dann bin ich da. Und es ist eine lange Zeit, worauf man sich verabredet. Gerade wenn man Diagnosen hat, die in Richtung Autoimmunerkrankung gehen, dann kann man sich darauf einstellen, dass es einfach ein langer Weg wird. Vielleicht ein lebenslanger Weg, ein lebenslanger Heilungsweg. Und da sind Schritte und kleine Schritte eigentlich so wichtig, weil sie dann wirklich zementiert sind. So sehe ich das immer. Ich habe es auch total langsam gemacht. Ich erzähle das ja auch immer in meinen Videos. Bis ich den Heavy Metal Detox Smoothie mit allen Zusätzen getrunken habe. Da ist ein Jahr vergangen. Also ich war da wirklich sehr im Mitgefühl mit mir. Aber der Selleriesaft, der macht einfach süchtig. Genau, wobei ich sagen muss, dass ich ihn nicht mag. Nein, mir schmeckt er auch nicht. Mir schmeckt er auch nicht. Ich bin immer total beeindruckt, wenn Leute sagen, das schmeckt ihnen. Also ich bin froh, wenn ich trinke ihn ja irgendwie in einem Ruck, also ich muss einmal Luft holen und trinke dann weiter. Und dann, genau, immer auf Ex. Auf Ex, gell? Sehr schön. Genuss ist anders, aber ich trinke ihn trotzdem gerne, wie du es sagst, du bist süchtig, weil man einfach weiß, er tut einem einfach gut. Ja, es ist dieses Lebensgefühl. Es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Darauf will ich nie mehr verzichten. Darum geht's. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, hey, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Mega spannend. Sehr gerne. Ja, wir hatten noch ein Thema jetzt ausgelassen. Wollen wir das noch kurz erwähnen? Gerne. Genau, und zwar ging es da um die Brustimplantate, wo auch daraus eine verstärkte Erkrankung entstanden ist. Und man kennt das eher aus den USA, das Breast Implant Illness, diese Erkrankung, die entsteht. Und ich sage jetzt lustigerweise, lustig ist es ja eigentlich nicht, hat auch wieder damit zu tun, dass sich Viren da anheften können, weil natürlich etwas von außen kommt und da sich sehr schön Herde bilden können. Kannst du uns da noch in diese Geschichte mit reinnehmen? Ja, sehr gerne, weil mir das auch wirklich auch am Herzen liegt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich trage Implantate seit 2004, habe es damals, also ich muss sagen, ich hatte damals ein A-Körbchen, was schön war jetzt im Nachhinein. Damals in jungen Jahren ist man dann oft unzufrieden, guckt nach links und rechts und denkt, ach, ich hätte schon gern mehr, dass man das auch sieht, wenn man einen Pullover anhat oder irgendwie, ja, man trifft die Entscheidung und dann ist das so. Und also genau, 2004 habe ich mir sie einsetzen lassen, 2006 habe ich sie nochmal korrigieren lassen, weil die Brüste damals, die Implantate hochgerutscht sind. Ich hatte also
ein schönes Dekolleté, aber die Form, die war irgendwie, es war so ein Torpedo, es ging so von oben herab und es hatte keine natürliche Brustform. Also im Angezogen sah es gut aus, aber ohne halt nicht. Und ich habe dann 2 Jahre mit mir gehadert und habe gedacht, das setzt sich noch, hat es nicht. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es da einen Zusammenhang zu Autoimmunerkrankungen gibt, weil die Ärzte sagen dir, ja, das ist der Ferrari unter den Implantaten, ach, alles bestes Material, super, neu und beste Qualität. Und ja, also Nebenwirkungen oder was auftreten kann, ist eine Kapselfibrose, die sich um die Brust bildet, dass das verhärtet. Aber dann macht man die neu, dann holt man die Implantate raus und die Kapsel raus und dann kann man neue setzen, ist überhaupt kein Problem. Das wird so wie in der Waschanlage mal eben, zack, kriegen sie neue und dann können sie wieder nach Hause, so nach dem Motto. Das war so die einzige Gefahr, auf die man mich hingewiesen hat. Außer natürlich die Sachen, die unter der OP passieren können, was natürlich mit der Anästhesie zu tun hat, aber jetzt nicht keine Folge der Brustimplantate wirklich sind. Ne? Man unterschreibt da ja einiges vor so einer OP, aber das hat ja nichts damit zu tun. Und ich muss sagen, als wir am Anfang das Thema hatten, dass ich traurig darüber bin, man ist so jung und man hat das Leben vor sich und man hat gerade geheiratet und Kinder und will das alles genießen und kann aber nicht so, wie man will, weil man krank ist. Das, muss ich sagen, hat mich auch echt Nerven gekostet oder mich richtig traurig gemacht, weil hätte man mir gesagt damals in jungen Jahren, die Implantate können sie irgendwann krank machen, ne, dann hätte ich ja bei den ersten Anzeichen, wären ja die Alarmglocken angegangen und ich hätte gesagt, oh Moment, der Arzt hat damals, ne, ich muss jetzt reagieren. Spätestens jetzt muss ich reagieren. Wenn man das gesagt bekommt und sagt, ja, ich will trotzdem das machen, diesen Wunsch, der war sehr groß. Deswegen kann ich meine Hand für mich nicht ins Feuer legen, ob ich es nicht doch gemacht hätte, auch wenn man es mir gesagt hätte. Aber dann hätte ich wenigstens die Chance gehabt, zu reagieren. Und so wusste ich es nicht die ganzen Jahre. Und ich glaube, es ist ja immer ein Zusammenschluss. Also ich glaube, bei mir sind einfach viele Faktoren zusammengekommen. Also wahrscheinlich habe ich diese Krankheit irgendwie ja schon da. Wer weiß, vielleicht auch durch eine Überbelastung mit Viren, die ich irgendwie in mir getragen habe, durch Vererbung oder durch beruflich auch. Ich bin MTA und ich habe auch die Ausbildung damals, das heißt, ich bin medizinisch-technische Assistentin und arbeite oder habe damals im Labor gearbeitet und die Schule, die ich gemacht habe, da haben wir auch ganz viel mit Chemikalien zusammen gearbeitet und da weiß man auch nicht, was dann so noch, was ich mir da so eingeholt habe, ne? Ja. Und ja gut, familiär kann man es ja auch immer nicht sagen. Und dann on top kamen noch diese Implantate und ich glaube, das war dann irgendwann einfach alles zu viel. Ne? Und ja, dann die Geburten, die ja auch was machen mit dem Körper und ja, dann gab es halt immer den Kurzschluss, dass das halt ausgebrochen ist, glaube ich. Und wie gesagt, hätte man es mir eher gesagt, hätte ich reagieren können. Jetzt im Nachhinein hatte mir meine Cousine letztes Jahr über Instagram ein Video geschickt oder ein Foto, wo sie sagte, guck dir das mal an. Da hat nämlich auch eine Instagramerin die Explantation vornehmen lassen und aus den Gründen, dass sie Breast Implant Illness und sich nicht gut gefühlt um dem ganzen Thema. Und dann habe ich mir das durchgelesen und bin dann von dieser Seite auf andere Seiten und bin dann auch irgendwann auf die Seite von Birgit Schäfers gelandet, krank durch Brustimplantate und auf der Facebook-Seite und ja, bin dann wie erwacht, ne, und habe gedacht, ja, habe das dann meinem Mann erzählt, wo ich wirklich ein paar Tage gebraucht habe, weil er auch sagte, ja, im schlimmsten Fall hast du dir die Krankheit selber zu verursachen im Grunde, weil die Implantate dann nochmal mit reingespielt haben. Ne? Man weiß es nicht, ich war heute Morgen frisch bei meiner Dermatologin, also ich bin immer im Krankenhaus und da ist jedes Mal, sind da andere Dermatologen, außer die Oberärztin, die sagte mir dann im Januar, als ich sie darauf ansprach, weil ich hatte wirklich seit November nämlich auch Brustschmerzen, extreme Brustschmerzen und was ich ja vorher gar nicht so, also ich hatte immer ein Ziehen in der linken Brust schon ganz, ganz lange. Ich habe das jetzt mal recherchiert, seit 2014 dokumentiert bei meiner Gynäkologin und jetzt, als ich das Thema dann wusste und Breast Implant Illness, habe ich dann gedacht, ach so,
das sind, ne, man lebt mit den Sachen und dieses Ziehen und Stechen, das war mir so präsent jetzt, weil ich dachte, bist du immer übergangen. Ich habe jedes Mal einen Ultraschall machen lassen und meine Ärztin sagte mir, ist alles toll, vielleicht sind es innere Verwachsungen, Narbengewebe, was da zieht, also menstruationsbedingt auch irgendwie und dann lebt man damit. Und ja, als ich dann wusste, dass das irgendwie alles im Zusammenhang steht, war für mich auch nochmal so eine Klarheit da, weil ich wirklich denke, viele Frauen, wenn ich jetzt in der Gruppe lese, die haben viele Symptome, die ich auch habe. Klar, ich habe die Sklerodermie, aber also ich bin so gespannt, ich werde sie ja entfernen lassen. Ich bin so gespannt, was ich danach empfinde, fühle und wie es mir geht, weil ich glaube, dass ich da nochmal ein richtiges Päckchen abgeben werde mit. Alleine schon deshalb, weil der Körper ja immer noch täglich gegenarbeitet. Er wehrt sich ja täglich gegen diese Fremdkörper. Ja. Alleine, wenn das wegfällt. Das ist sein Job, dass er das tun muss, genau. Und wie ist denn das, also wann hast du den Termin? Hast du schon einen Termin voraussichtlich? Leider noch nicht, weil ich habe es ja bei der Krankenkasse eingereicht. Ja. Und das war schon im April, glaube ich. Und jetzt hatte ich eine erste Absage. Aber ich habe nochmal einen zweiten Versuch gestartet und warte jetzt quasi ja auf die Kostenzusage. Bin ich jetzt mal ganz, ganz positiv, dass das passiert. Okay. Ja, und dann darf man dem Körper nach dem Entfernen der Implantate auch die Zeit geben, sich da wirklich zu erholen und zu reinigen. Das braucht ja dann auch noch ein bisschen, aber dann kann sich der Körper wirklich darauf konzentrieren. Und ich bin super gespannt, Maike, wie das dann wird. Vielleicht machen wir dann nochmal ein Interview, wie es dir dann geht. Ja, das ist nämlich, also das finde ich super spannend und das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, wie da dein weiterer Verlauf ist und ja, was die Beeinflussung ist auf deine Autoimmunerkrankung, ja. Genau. Ganz wichtig, ich glaube, du hattest ja auch schon mit Birgit Schäfers gesprochen. Genau. Ganz wichtig ist ja für die Frauen, die explantieren wollen, auch, dass das Verfahren sorgsam gewählt wird. Ne? Also für mich würde zum Beispiel, ich habe 3 Ärzte aufgesucht und mich auch beraten lassen, sage ich jetzt mal. Aber für mich würde jetzt erstmal bei mir im Umkreis nur eine Ärztin in Frage kommen, weil sie diese En-Bloc-Explantation vornimmt. Und das ist so wichtig, dass die komplette Kapsel im Ganzen intakt entfernt wird und erst außerhalb des Körpers die Kapsel geöffnet wird. Weil genau da drin sich halt auch ganz viele Makrophagen und Fresszellen und dieses ganze Geschlünz und einfach Eiter auch bilden oder sitzen kann und dass das nicht noch in den Körper verschüttet geht oder wenn das Implantat gerissen ist, dass da nichts noch zusätzlich in den Körper läuft. Das ist ganz wichtig, ne? Ja, das muss man sich wirklich vor Augen halten, sonst ist das wie ein Giftcocktail, der nochmal in den Körper losgelassen wird und bis er sich davon erholen kann, wo er ja doch schon so geschwächt ist, das ist echt mega wichtig. Wie heißt die OP? En-Bloc hast du gesagt, gell? Genau, En-Bloc heißt das, ja. Mhm. Ja, vielen Dank dir, Maike. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen? Nee, ich glaube, ich habe sehr viel geredet, ne? Nein, also ich glaube, wichtig ist, glaube ich, dass man einfach immer nur positiv bleibt, ne? Also auch wenn man mal, oder dass man das auch zulässt, dass man mal Tage hat, dass man auch traurig ist und weint und wie gesagt, man bekommt ja immer viel gesagt. Heute meine Ärztin, heute Vormittag, also nicht meine Ärztin, sondern eine Ärztin hatte auch gesagt, ja, da müssten wir langsam mal wieder gucken, dass wir ihm Tocilizumab vielleicht mal geben, dass es ihm besser geht. Weil ich sage, ich habe jetzt hier noch Schmerzen und da noch Schmerzen. Aber dann habe ich sie nur angeguckt und gesagt, auf gar keinen Fall. Ich sage, ich habe doch jetzt erstmal die Brustimplantatgeschichte vor mir und danach können wir weiterschauen. Also man muss auch irgendwann sollte man, aber ich glaube, das wird man automatisch so selbstsicher sein, dass man selber weiß, was will man und was lasse ich mir jetzt noch zumuten von ärztlicher Seite und wo sage ich ganz klar, das möchte ich nicht, aber trotzdem positiv bleibt, auch wenn alle Ärzte und alle Weißkittel einem sagen, das ist nicht möglich. Es ist möglich. Ja. Vielen Dank, Maike. Danke für deine positive Art und ja, das
beeindruckt mich wirklich, wie du strahlend hier sitzt und ich wünsche dir das Allerbeste, dass du bald diese Operation machen kannst und dass dein Körper sich sehr, sehr schnell regeneriert, dass ihr da so ein super Team seid, wie ihr schon seit Jahren seid, dass ihr das einfach noch zu Ende, wie sagt man, zu Ende streitet zusammen, überwindet, genau, beschreiten, ja. Dankeschön. Ja, danke euch, dass ihr gelauscht habt, diese wundervolle Geschichte von der Maike. Und ich möchte auch das, was sie am Schluss noch gesagt hat, hervorheben, dieses Positivbleiben. Ich glaube, das ist so wichtig, der mentale Aspekt unserer Heilungsreise, dass wir sagen, egal für welchen Heilungsweg wir uns entscheiden, ist es so wichtig, dass wir positiv bleiben und im Mitgefühl mit uns selbst. Und ja, das möchte ich euch noch mitgeben. Ich freue mich auf eure Kommentare und Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!